Ich würde gerne Schärfe auf dich einstellen, aber du bist ja schon maximal scharf. Das ist richtig. So, du bist halt jetzt genau mittig, also du musst mich schon Raum lassen. Bisschen weiter nach rechts noch, der Bildausschnitt ist wesentlich größer als du meinst. Ne, andere rechts. Ja, okay. Bist du da? Ich bin da, hallo Daniel. Hallo Freunde, Hallo. willkommen zu einer neuen Folge von Wer bin ich und was mache ich eigentlich? Das ist Kai. Was macht Kai? Jetzt hat der Kai die Aufnahme versaut. Ja. Take 2. Hallo Freunde. Hallo Kai. Hallo Daniel, hallo Freunde. Hallo. Mensch, ist lange her, 1,5 Monate. Also, dass wir jetzt bei der Videoserie weitergemacht haben. Es war ja noch der Harzweiler da, wir haben ein langes Q&A gemacht. Ich war noch bei jemandem zu Hause. Bei wem? Ja, beim Philipp. Hab noch einen leckeren Kaffee getrunken. Hast du nicht geguckt? Doch, war gut. War sehr ein netter Typ, der Philipp. Also kommt sehr sympathisch rüber, der Gute. War auch so. Jetzt machen wir aber weiter mit der ZIP und wir erinnern uns, wir haben zuletzt den Antrieb ausgebaut, festgestellt, dass der schon relativ verschlissen ist, also speziell der Keilriemen. Haben das Ganze mal sauber gemacht, du hast es sauber gemacht, ein bisschen dazu erklärt. Und weil uns die Leistung hinten abfällt, wollen wir jetzt mit einem neuen Keilriemen versuchen, ob er die Leistung länger anhält. Nach hinten raus. Habe ich das richtig gesagt? Korrekt. Sehr gut. Hast du gut wiedergegeben. Wir haben soweit alles vorbereitet, ihr habt es im letzten Video gesehen, deshalb wechseln wir zum Prüfstand. Hätte ich gesagt. Gut, alles Ist klar. klar. Auf geht's. Bis gleich. Ach du Lieb. Das würden wir jetzt aber nicht so als Tipp. Aber ist halt Rennfahrzeug, ne? Solange da jetzt nichts ausläuft. Nee, aber normale Leute, also nee, das habe ich falsch gesagt, aber normalerweise legt man das ja nicht auf die Verkleidung. Liegt ja auch nicht auf der Ach so, nee, Entschuldigung, es liegt Also es liegt nur unterhalb etwas auf der Verkleidung. Nicht alles. und auf dem Lenkerende. Ja, aber so kann man halt einfach am bequemsten die Luft drauf machen, ne? So. Ist vielleicht auch ein kleines Doing für zu Hause. Man kann auch gucken, ob unten noch alles tutti ist. Da schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Richtig. Oh ja. Wie viel Luft empfiehlst du für so einen Prüfstand, damit er das 1:1 auf die Rolle kriegt oder nahezu 1:1? Wie, was 1:1? Naja, was empfiehlst du an Reifendruck für so einen Prüfstandslauf? Ich mache immer 2 Bar eigentlich draus. Der Unterschied zwischen 1 Bar und 2 Bar ist riesig, der Unterschied zwischen 2 Bar und 3 Bar nicht mehr so. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, steht es aber zum Beispiel sogar in der DIN definiert, dass 2 Bar Reifendruck quasi als Grundkriterium herrschen bei so. Prüfstandsnorm. Ja, Prüfstandsnorm nicht DIN-Norm halt. Ne? Okay. Um so ein paar Sachen auszuklammern aus der Rechnung. Beziehungsweise um es bei allen Fahrzeugen halt auf den gleichen Stand zu bringen.
schlecht. Irgendwie schon. Freut er sich. So, Katzen. Daniel hat einen Schuh aus, das heißt, die Läufe sind jetzt für den Moment beendet. Die Läufe sind für den Moment beendet, ja. So. Das ist offizielle Zeichen. Solltet ihr irgendwo mal einen Schuh an dem Lenker am Gaspedal sehen, das bedeutet, Die Läufe, das Feierabend. die Läufe sind Das ist durch. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir rumgekommen sind. Ich guck mal, dass man das hier so gescheit sieht. Warte mal, stell mal scharf. Also vielleicht fangen wir erstmal hier oben an. Alles so um 20 PS. Zwischenzeitlich war auch, glaube ich, mal auf 21 PS, da war die Kurve aber nicht so schön. Jetzt haben wir hier mehrere schöne Kurven, ist ja soweit richtig, ne? Genau. So, Daniel, was genau sehen wir denn? Also wie war es vorher, wie ist es jetzt? Jetzt sieht man ja sehr schön, dass... Wo bist du mit der Ja, ich bin hier, ich folge dem Also Finger. vorne angefangen, relativ flacher Aufbau, aber immer, sag ich mal, konstant. Ab dem Punkt, wo er die Leistungsdrehzahl hält, ab der Geschwindigkeit, hält er auch quasi über, wie viel km/h sind denn das? Also 45, 50 km/h hält er seine, mehr oder weniger seine Spitzenleistung. Und gegen Übersetzungsende fängt er hinten noch mal ein bisschen an, in der Leistung herunterzufallen. Hier unten sieht man die obere Linie, ist quasi die Drehzahl. Ja, das ist eine Drehzahl gerade. Unten natürlich folglich auch Drehmoment, auch mehr oder weniger eine Gerade. Und die Abgastemperatur. naja, hier unten. Genau. Geschwindigkeitsbereich, Leistungsbereich. Okay, eine Sache noch, weil du gerade gesagt hast, über 45, 50 km/h, da geht es um eine Spanne, weil ich die Kommentare jetzt schon lesen kann. Es geht um eine Spanne von 45 bis 50 km/h, wo er die Leistung Nicht hält. die Endgeschwindigkeit. Nicht die Endgeschwindigkeit, die ist ungefähr doppelt so hoch oder noch höher. Ja. Ne? Also wie gesagt, die Übersetzung ist jetzt nicht die längste der Welt, aber für so normale Kartstrecken, sag ich mal, passend übersetzt. Ja. Damit man quasi den Unterschied besser sieht. Gehen wir jetzt mal dahin. Und So sehen. eine alte. Das war der Ist-Zustand, wie wir den auf den Prüfstand gestellt haben. Das habt ihr ja gesehen, das Video. Das war unten auch ziemlich giftig. Naja. Ich block das jetzt mal so rum. Und jetzt sieht man hier quasi in der neuen Abstimmung, wo es erst so, sag ich mal, richtig losgeht, war in der alten Abstimmung mit dem alten Keilriemen, mit dem alten Gegendruckfeder, war es hier quasi schon vorbei und ist dann mit der Leistung nach hinten auch eingebrochen. Das war es vorher. Deutlich zu sehen, die deutliche Spanne in dem Einfall, das sind gut 2000 Umdrehungen, 2000 Umdrehungen, die da bald fehlen. Also er dreht jetzt länger weiter nach hinten aus, hält die Drehzahl, hält dementsprechend die Leistung, die hier schon wesentlich früher abgefallen ist, und der hält hier bis zum Schluss an. Jo. Ja, alles klar, habe ich sogar verstanden. So, dann würde ich sagen, dann bauen wir uns hinten schön nochmal auf und dann machen wir da noch unser Outro, ne? So. Und schon sind wir im besagten Outro. Mensch, war ein langer Tag, du. Ich habe sogar schon das zweite Hemd an. Wer viel arbeitet, ne? Der muss auch die Kleidung wechseln. Das ist richtig. Gut, also, Antrieb ist erneuert, ne? So wie wir es vorhatten. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Keilring gewechselt. Und? Und wo hast du die Hand drauf? Was hast du denn noch da in deiner... Ich hab zufällig hier im ausgebauten Zustand das, was hier im eingebauten Zustand drin ist, nämlich die Gegendruckfeder haben wir noch gewechselt. Ne?
Genau, wir haben den Keilriemen gewechselt, hatten wir ja schon im ersten Video gesagt. Passend zu dem Keilriemen wurde die Distanzierung vorne angepasst. Ihr habt ja eben gesehen in dem Video, dass die Drehzahl hinten jetzt deutlich länger und besser gehalten wird, folglich auch die Leistung, haben wir eben in dem Leistungsdiagramm auch erklärt. Und das wurde quasi, oder das haben wir geschafft, mit einer härteren Gegendruckfeder halt hinten. Okay, danke, tschüss. Ja, nein, aber dadurch haben wir ja eben diese Änderung in der Leistungsentfaltung, haben wir gesehen. Also vorher lag die Leistung ja früher an, aber ist direkt abgefallen. Wobei dieses frühe Anliegen vorher hat 1 PS mehr gehabt und jetzt? Tschüss. Nein, aber vorher ist das Leistungsdiagramm ja so hochgegangen, dann direkt wieder abgefallen. Und jetzt geht es ein bisschen langsamer hoch, aber bleibt bis zum Ende. Genau. So, und das haben wir mittels dieses orange leuchtenden Teils, namentlich der Gegendruckfeder. Ne, die gibt es bei uns, die gibt es einzeln, aber die ist auch bei der Oversize-Vario, glaube ich, dabei. Ne? Das die ist dabei. Die orangene. Ja, also Gegendruckfeder, neuer Keilriemen, richtige Ausdistanzierung, Antrieb erfolgreich erneuert. Ne? Die restlichen Teile haben wir ja schon gesehen. Vario-Rollen sind die gleichen wie vorher. Genau, darauf wollte ich nur die hinaus. Gegendruckfeder gewechselt. Keilriemen, Ausdistanzierung, das war's. Das Genau. kann man alles bestimmt noch irgendwie nochmal krasser, besser, schneller, super duper hinbiegen. Ja, Aber wir wer wollten- uns kennt, weiß. Ne? Nee. Wir wollten ja nur den Antrieb erneuern. Ne? Keilriemen, härtere Gegendruckfeder, zack, läuft. Vario-Rollen mussten nicht erneuert werden, hat man ja in Teil 2 der Serie schon gesehen. Wieder Status Quo, wir haben es sauber gemacht, läuft wieder. Ne? So, und dann kann ich ja jetzt auch hier dann im Auto fragen, dann kann ich doch bestimmt den Roller im nächsten Video mal Probe fahren. Die Antwort lautet nein. Warum? Das wollen die Leute sehen. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt in die Kommentare, Daniel, lass den Kai bitte mal fahren. Ich bin nämlich noch nie damit gefahren. Schreibt das so in den Kommentaren, wenn ganz viele Leute das schreiben, dann wird das ja jetzt von Wenn Daniel... das 10 Jahre geklappt hat, dass du damit nicht gefahren bist, ne? Das sollte jetzt man nicht vielleicht zu einfach so sagen. beibehalten. Ist jetzt Vielleicht nicht ist das zu auch sagen. der Grund, warum das Fahrzeug nach 10 Jahren immer noch so aussieht, wie es aussieht. Ja, ich habe da jetzt neue Aufkleber. Du sag mal, was ist denn eigentlich mit der Zyklus, mit diesem Viertakt-Ding Ja. passiert? Ist abgebrannt. Ja, aber da kann ich ja jetzt nichts Okay. damit. Es hat am Start Feuer gefangen. Vom Gas geben. So, und du hast es gebaut, nicht ich. So, Auto, das war. So, okay, das war's. Schreibt es in die Kommentare, damit der Daniel mich vielleicht im nächsten Video fahren lässt. Ansonsten müssen wir uns eine neue Serie ausgucken. Das war's für den Moment. Kai geht zu Fuß, Daniel filmt. Alles gut. Tschüss. Bis demnächst. Ciao.